Hallo und willkommen in meiner Küche. Wusstet ihr, dass ihr einen richtig guten hausgebeizten Lachs selber machen könnt? Das ist gar nicht schwer. Es bedarf nur ein wenig Planung und Zeit, die man der Angelegenheit geben muss. Ich verspreche euch, ihr wollt danach sicher keinen gebeizten Lachs mehr im Laden kaufen. Hier habe ich ein Stück frischen Lachs. Es ist von der Bauchseite des Fisches. Das Schwanzende ist abgeschnitten. Man kann natürlich auch eine ganze Fischhälfte nehmen. Hier kann man sehen, dass die Gräten schon entfernt wurden, da das Fleisch entlang dieser Linie etwas zerfleddert ist. Sind die Gräten noch nicht entfernt, muss das unbedingt nachgeholt werden. Den Teil des Bauchlappens schneide ich ab, da er dünner ist als der Rest. Auch am Kopfende schneide ich ein Stück ab, da die Haut darunter fehlt. Das Fischfilet darf nicht enthäutet sein und geschuppt braucht er ebenfalls nicht werden. Das so vorbereitete Lachsstück wird gewogen, denn für ein gleichbleibendes Resultat arbeitet man am besten mit Prozenten, was ganz einfach ist. Ich habe mir einen Spickzettel gemacht, den ich permanent in meiner Schranktür kleben habe, um das Rezept schnell zur Hand zu haben. Bezogen auf das Lachsgewicht benötigt man also 20% Salz, welches ich nun abwiege, und man benötigt 15% Zucker, damit das Salz abgemildert wird. Salz und Zucker werden vermengt. Hier habe ich eine Schale, die ungefähr der Größe meines zu beizenden Stückes entspricht. Auf den Boden werden ca. 2 Esslöffel der Salz-Zucker-Mischung gegeben und der Fisch eingelegt. Auf der Oberseite wird nun die restliche Mischung gegeben, wobei man auf eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung achten sollte. Hier habe ich einen schweren Stein, den ich natürlich peinlichst genau abgewaschen, abgekocht und desinfiziert habe. Außerdem habe ich ihn in Folie gepackt. Um ganz sicher zu gehen, packe ich ihn in Alufolie und nochmal in Haushaltsfolie. Auch auf meine Schale mit dem Fisch kommt etwas Folie und darauf kommt nun der Stein. Der Stein hat den Zweck, das Wasser aus dem Fisch zu drücken, welches ohnehin nicht darin bleiben will, da es von dem Salz und dem Zucker aufgesogen wird. Das Fischfilet wird also an Feuchtigkeit und Gewicht verlieren, aber so weit sind wir noch nicht, denn nun wird erstmal die Klarsichtfolie über den Rand gezogen. Für den Fall, dass man eine zu kleine Schale verwendet hat, macht es Sinn, sie auf einen Teller zu stellen, damit es nichts macht, wenn sie überläuft. Nun kommt diese Konstruktion in den Kühlschrank und zwar für 24 Stunden. Nur für den Fall, dass ihr euch fragen solltet, was ich mit dem abgeschnittenen Stück Bauchlappen mache. Dieses Stück wird natürlich auch noch verwendet, zunächst aber von der Haut befreit. Dazu macht man knapp über der Haut einen Einschnitt von vielleicht einem Zentimeter. Dann greift man den Hautfetzen, hält die Klinge in einem Winkel von ca. 20 bis 30 Grad und bewegt die Haut, wie gezeigt, von rechts nach links. Dadurch trennt das Messer die Haut vom Fleisch des Fisches, ohne dass man das Messer hin und her ziehen muss, was schwieriger wäre. Auch das Stück vom Kopfteil wird von der Haut befreit. Will man den Fisch nicht sofort verwenden, kann man ihn verpacken und einfrieren. Ich habe nach ein paar Tagen diese Blätterteigtörtchen gebacken und sie mit einer Lachs-Champignon-Füllung versehen. Wie das geht, zeige ich in diesem Video. Nach 24 Stunden sieht mein gebeizter Lachs so aus. Salz und Zucker haben, wie bereits erwähnt, dem Filet Wasser entzogen und das Fleisch befindet sich nun in der salzigen Flüssigkeit und das muss nun ein Ende haben. Der Fisch wird aus der Lake genommen und unter fließendem Wasser abgewaschen. In der Schale befinden sich immer noch Salzkristalle, aber alles wird entfernt und abgespült. Das Fleisch fühlt sich nun viel fester und ledriger an. Kein Wunder, hat es doch eine ganz schöne Menge an Feuchtigkeit verloren. Der Fisch und auch die Schale werden trocken getupft.
Nun wird Dill auf die Oberfläche des Lachses gegeben. Meine Faustregel ist immer pro 100 Gramm Fisch 1 Teelöffel Dill, und da ich zu Anfang 450 Gramm Fisch hatte, nehme ich 4 bis 5 Teelöffel Dill. Die verteile ich nach bestem Wissen und Gewissen auf der Oberfläche und gut ist. Der Lachs wandert nun noch einmal für 24 Stunden in den Kühlschrank. Gut Ding will schließlich Weile haben. Nach 24 Stunden ist er fertig und so sieht er aus. Bevor ich ihn aufschneide, bereite ich noch ein paar Soßen vor. Leider habe ich keinen Cream Cheese, also Doppelrahmkäse, im Haus. Das macht nichts. Auch den kann man ziemlich schnell selber machen, und zwar am besten aus griechischem Joghurt. Ich habe hier nur einfachen Joghurt, der ist nicht ganz so einfach in der Handhabung, geht aber auch. Dazu verrührt man letzteren mit etwas Salz, und alles, was man jetzt noch benötigt, ist etwas Haushaltspapier, ein Handtuch sowie ein Sieb. 3 Lagen Haushaltspapier werden wie gezeigt in ein Sieb gegeben, sodass nichts auslaufen kann. Dann wird der Joghurt da reingegossen und das Papier darüber zusammengefaltet und einfach eine halbe Stunde stehen gelassen, wobei man das Sieb unbedingt auf ein zusammengefaltetes Handtuch legt, damit dieses die Feuchtigkeit aufsaugen kann. Zwischendurch kann man auch vorsichtig den Joghurt aus dem Sieb nehmen und direkt auf das Handtuch legen. Vielleicht habt ihr aber gerade keinen Joghurt im Haus, dann habe ich noch eine andere gute Soße auf Lager. Nehmt einfach 2 Teile Senf und einen Teil Honig. Beides wird vermischt und mit etwas Dill verfeinert. Fertig ist eine süß-saure und würzige Soße. Ich habe sie hier in ein Schnapsglas gegeben, sodass jeder seine eigene Portion hat. Hier ist nun der Lachs nach seiner zweiten Ruhezeit im Kühlschrank. Er ist jetzt nicht mehr so ledrig und fühlt sich wieder etwas weicher an. Jetzt schneide ich ihn an. Er ist sehr weich und hat eine wunderbare Farbe. Ich konnte es nicht abwarten und musste den Lachs unbedingt einmal ausprobieren. Hier habe ich eine Scheibe Toastbrot mit Butter, darauf kommt der Lachs sowie die Senf-Honigsoße. Diagonal durchgeschnitten ist es gleich ein wenig hübscher. Der Lachs war ausgezeichnet. Der Cream Cheese kann nun auch fertiggestellt werden. Das Haushaltspapier wird aufgefaltet und der Inhalt einfach beherzt in eine Schale gegeben. Einmal noch kurz durchrühren und in eine hübsche Schale umfüllen. Hier habe ich noch Zwiebelringe vorbereitet, sowie Kapern und etwas Zitrone hergerichtet. Den Lachs kann man nun auf Brot oder Bagel geben, Kapern dazu, sowie Zitronensaft und mit ein paar Zwiebelringen abrunden. Was für ein Genuss! Ich hoffe wirklich, dass euch dieses Video dazu motiviert, Lachs einmal selber zu beizen. Wie gesagt, es ist nicht sehr arbeitsintensiv, nur leider dauert es. Aber es lohnt sich, denn der Lachs ist sehr delikat und überhaupt nicht mit dem aus dem Supermarkt zu vergleichen, denn er ist butterzart und hat einen ganz tollen Geschmack. Außerdem wisst ihr hier ganz genau, was drin ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!